Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte das Thema der heutigen Sendung unserem Blut widmen. Das Blut, wo wir haben, das muss ja irgendwo durch auch gewisse Reinheit haben. Und ich höre immer wieder, dass gewisse Schwermetallbelastungen uns heutzutage arg zusetzen und eben auch im Blut nachweisbar ist. Und dass man sogar das Blut waschen kann, das kenne ich eigentlich nur von der Dialyse. Aber das ist nicht das, was wir heute reden wollen, sondern wirklich, wie kriegt man den Dreck aus dem Körper wieder raus? Und das möchte ich heute thematisieren. Einerseits mit Dr. Friederike Wiechel von der Swiss Mountain Clinic. Herzlich willkommen. Danke, Alexander. Und natürlich der große Meister, ich sage immer, der größte Arzt, den ich je kennenlernen durfte, wo ich schon 20 Jahre mindestens kenne, praktiziert seit 48 Jahren. Es ist der Dr. Dietrich Klinghardt. Lieber Dietrich, ganz herzlich willkommen einmal mehr. Danke, Alex. Danke, Friederike. Ja, gern. Dietrich, wir haben jetzt neu seit einem halben Jahr so bei uns die Inosferese. Der ist ja eigentlich, die Inosferese sagt man, das ist the fastest way to detox. Und ich kann mich erinnern, dass du immer gesagt hast, es ist vor allem eine der besten Methoden, um das Gehirn zu entgiften. Kannst du da mal ein bisschen mehr den Zuschauern auch erzählen? Ja, also es stimmt schon, was der Alex gesagt hat. Der Ursprung war die Dialyse. In der Dialyse, wo praktisch ein erster Versuch ist, das Blut auszuwaschen von den Schadstoffen, die sich dort ansammeln. Und unser Blut ist ja eigenartig. Auf der einen Seite versorgt es uns mit Nährstoffen und mit Sauerstoff. Auf der anderen Seite ist unser Blut auch die Kloake, in die alles erstmal zurückgeschaufelt wird, was an Giftstoffen und an metabolischem Abfall anfällt. Oder es geht erstmal wieder ins Blut und muss dann entweder über die Leber oder über die Niere entgiftet werden. Und es ist wirklich mein großer Lehrer und vielleicht der größte Toxikologe unserer Zeit, Dr. Richard Straube, der aus Japan diese Methode aufgegriffen hat, die Apherese. Apherese kann man ja vielleicht ganz kurz mal beschreiben, oder? Hier wird das Blut praktisch an einem Arm abgenommen, kommt dann durch ein Filtersystem, wird gewaschen und dann wieder dem anderen Arm zugeführt. Und das Besondere ist dieses Filtersystem, oder? Das ist aus Japan, das sind aus dem Meer, ist ein Meeresschwamm, der dieses feine Röhrensystem hat von Tausenden von Kilometern von feinen Röhren, und da wird das Blut durchgepumpt. Und dieser Schwamm hat die Fähigkeit, dem Blut praktisch alle Schadstoffe zu entziehen, die nicht mit dem Leben einhergehen, oder? Und das heißt, es ist wirklich was Besonderes. Und Straube hat dieses System weiterentwickelt und dann selber patentiert unter dem Namen Inosferese. Und jetzt sieht es praktisch so aus, oder? Wir haben ja insgesamt nur ungefähr 5 Liter Blut, oder? Und ich wiege 75 Kilo, und diese 5 Liter Blut werden jetzt nun gewaschen, die werden völlig reingefegt in diesem System. Es geht ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden, wo man da an dem Gerät hängt. Und es gibt auch so einen Abfallbeutel, das ist immer relativ beängstigend, was man da drin sieht, was da alles rausgefiltert wird und was dann hinterher auch untersucht werden kann. Und diese Untersuchung hinterher zeigt, dass wir eben voll sind mit Petrochemikalien, mit Zeugen aus dem Ackerbau, was da alles verspritzt wird, und natürlich die Schwermetalle. Und aber auch Entzündungsfaktoren, Zytokine, die nicht da sein sollten, und letztlich auch Viren und Bakterien, die rausgefiltert werden. Und jetzt sieht es so aus, dass wenn man also diese 5 Liter Blut sauber macht, dann sind ja diese anderen 72,5 Kilo oder ja, der andere Teil ist immer noch da und immer noch toxisch. Dann sieht es aber so aus, das gibt den sogenannten osmotischen Gradienten, dass die Gifte, die jetzt im Bindegewebe sind, im Gehirn sind, wenn das Blut, was in der Nähe ist, völlig giftfrei ist und das einzige und die Zellen daneben dran und das Bindegewebe nebendran ist voll von Giften, dann laufen jetzt diese Gifte ins Blut. Und damit nach jeder Inosferese säubert sich das Gehirn und säubert sich das Bindegewebe im Körper, und die Zellen im Körper geben dann einen bestimmten Teil ihrer Toxine ab. Und es gibt bis heute, das finde ich spannend, oder? Es gibt bis heute kein Mittel,
was Schwermetalle erfolgreich aus dem Gehirn entfernt. Ja, wir kennen DMPS, DMSA, EDTA. Keins dieser Mittel überschreitet die Blut-Hirn-Schranke. Aber mit der Apherese oder mit der Inuspherese kommen wir da super dran. Das heißt, wir erzeugen diesen osmotischen Gradienten und dann putzen die Gifte einfach von alleine aus den Gehirnzellen raus ins Bindegewebe und von da ins Blut. Darf ich kurz eine Brücke schlagen jetzt für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sie auch sehen, inwiefern das für Sie jetzt ein betreffendes Thema ist? Also, du hast mir doch mal erklärt, dass Aluminium dass die Kausalität zwischen Alzheimer, Vergesslichkeit oder sogar Demenz in Zusammenhang hat mit Aluminium und generell Schwermetallbelastungen. Also alle diese Zuschauerinnen und Zuschauer, die meinen, ich neige zur Vergesslichkeit oder ich möchte nie eine Demenz erleben, hätten eigentlich große Chancen, mit dem Abbau ihrer Schwermetallbelastungen nicht in dieses Fahrwasser zu kommen. Ist das korrekt? Ja, absolut. Und von daher, bis vor kurzem gab es immer nur die Möglichkeit, nach Niederbayern zu fahren, um dort diese Prozedur zu haben mit langen Wartezeiten. Und jetzt, seit es in der Swiss Mountain Clinic verfügbar ist, ist es natürlich für uns alle super, dass es mehr Anlaufstellen jetzt gibt, wo Leute sich entgiften können. Und ich bin der Überzeugung, dass wir wissen, wohin alles läuft im Moment. Wir wissen, dass der Elektrosmog immer weiter zunehmen wird, bis es wirklich das Ausmaß der Katastrophe erkannt wird, in die wir hier steuern. Aber das Gleiche gilt für die ganzen Umweltgifte. Oder da gibt es ja im Moment wirklich keinen ernstzunehmenden Versuch, das zu reduzieren. Und es wird immer mehr. Und von daher wird es immer wichtiger, dass die vorschauenden Maßnahmen, die wir haben, dass die immer mehr notwendig werden. Das ist nicht mehr ein Luxus, ist jetzt von ein paar Leuten, die sich mal das Gehirn entgiften lassen, sondern eigentlich sollte jeder von uns verstehen, dass das zur Pflichtübung jetzt gehört, oder? Ich bin jetzt 70 Jahre alt, oder? Und sehe einfach, oder? Ich habe noch keine Lust, irgendwann jetzt in den nächsten Jahren zu sterben, sondern ich möchte mein Gehirn so jung halten wie möglich. Und da ist natürlich für mich ganz klar, einmal im Jahr zur Apherese und zur Inuspherese. Und es wird dann idealerweise immer so gemacht, einmal am Montag und dann nochmal am Mittwoch. Wer denkt dran, in diesen 2 Tagen in der Pause laufen die ganzen Gifte aus den Hirnzellen und aus dem Bindegewebe ins Blut. Und die zweite Apherese ist noch wichtiger als die erste. Es sollte also immer meine Erfahrung, aber da würde ich gern von Friederike hören, wie ihr das inzwischen macht. Aber ich glaube, ihr macht es auch so, dass das Ideal ist, nicht nur eine zu machen, eine Sitzung, sondern idealerweise 2 Sitzungen oder ja, auf jeden mehr. Fall. Das wollte ich auch eben noch als Kommentar einwenden, dass es Sinn macht, eben aufgrund des Effekts, den du gerade beschrieben hast, ne, mit der Mobilisation, dass man nach 24 bis 48 Stunden die zweite Apherese macht. Also das haben wir schon gesehen. Und gerade die Patienten mit wirklich neurologischen Leiden oder Müdigkeit, Aufmerksamkeitsproblemen, Konzentrationsschwierigkeiten, die sind auf einmal klar im Kopf. Die können auf einmal denken. Auch eine Demenzpatientin haben wir gehabt, die saß nur so schläfrig auf dem Stuhl. Nach 2 Apheresen konnte diese Frau klare Sätze sprechen. Also es ist schon wirklich bewegend, was der Patient erreichen kann, ohne dass er sein Leben wahnsinnig umstellt. Das finde ich immer so. Gerade für Männer finde ich das so sehr interessant, die teilweise so im Leben stehen, so diese Manager, die nicht wirklich was ändern wollen, aber die können mit so einer Apherese schon ganz viel erreichen. Du hast vorhin dein Alter noch gesagt, ich bin 52. Ich habe jetzt auch 2 Inuspherese gemacht, einfach aus Gesundheitsprävention heraus, wie du es jetzt auch mir mal empfohlen hast. Und in diesem Sack war wirklich, das war wirklich unglaublich. Die ganze Ecke war voll mit Schwermetallen. Hä? Das ist unfassbar. Ja, hätte wahrscheinlich verkaufen können, oder? Den Sack. Dieses Eluat, diesen Sack. Ja. Meinst du? Also ich glaube, dass jeder von uns, oder, sollte eine Routine finden, wo er bestimmte Sachen jeden Tag macht, oder? Für mich ist die Einnahme von Chlorella und von anderen Mitteln, die meinen Körper entgiften, einschließlich der Bionahrung und einschließlich dem gesunden Schlafen, einschließlich dem mich schützen vom Elektrosmog, vor allen Dingen nachts.
Aber es gehört eben auch, diese größeren Maßnahmen gehören einfach dazu, wenn wir diese Zeit überleben wollen mit einem gesunden Gehirn, oder? Und dann ist die Inosphorese steht bei mir ganz, ganz weit oben. Mhm. Und es zieht auch das Glyphosat und so raus, oder? Ja, natürlich. Das Glyphosat, da haben wir den Blick nicht so drauf gehabt, weil die Dr. Straube hatte in seinem Arsenal von Stoffen, wo er testet, war das Glyphosat nicht dabei bis vor kurzem und ist jetzt dabei und ist natürlich bei jedem von uns hoch. Glyphosat ist mit Sicherheit und dann die entsprechenden Mittel von Syngenta, die eigentlich strukturell ganz, ganz ähnlich sind aus der Schweiz, oder ihr habt in der Schweiz alle eigene Mittel, die dann anderen Namen haben, aber die genauso schlimm sind wie das Glyphosat. Und es ist natürlich, es gibt bestimmte Toxine in uns, vor allen Dingen im Nervensystem, an die wir nur über die Inosphorese drankommen, wo es im Moment keinen Stoff gibt, kein Mittel, was wir einnehmen oder spritzen können, was diese Mittel rausholt, sondern es wirklich die Inosphorese hat eine ganz Sonderfunktion hier. Und ursprünglich, vielleicht möchte ich es noch sagen, ist die Apharese entwickelt worden bei Leuten, die im Fettstoffwechsel große Probleme haben, ja, die das Lipoprotein klein a haben und die hohe Triglyceride haben und die das LDL-Cholesterin, das oxidierte Cholesterin sehr hoch ist. Bei diesen Leuten zahlt in den USA sogar die Versicherung, die Apharese, muss dann allerdings einmal die Woche gemacht werden, oder? Und das ist dann schon dann auf die Weise nochmal einen anderen Platz. Und da bin ich dann schon dafür, dass dieser Teil doch besser lösbar ist mit einer Diätumstellung und Sport und bestimmten Kräutermitteln, die wir geben. Also genau da, wo die Schulmedizin ihre Genehmigung gibt für die Apharese, sage ich, also da gibt es andere Wege, die wir gehen können. Aber was die Entgiftung angeht, ist die Apharese einfach fantastisch. Und was ist, also die Apharese, das müssen auch die Zuschauer wissen, das ist ja eine sehr teure Angelegenheit, ne? Das ist keine günstige Therapie. Wenn nach 24 Stunden wieder gut mobilisiert wird, aber der Patient sich gar nicht eine zweite Apharese leisten kann, dann darüber muss man diskutieren, die Krankenkasse zahlt es nicht. Was würdest du dann empfehlen? Weil die Gifte werden ja mobilisiert. Ja, also wenn die Patienten wirklich verstehen, wie viel sie bekommen für den Preis, den sie zahlen, dann ist es für die meisten Leute die Sache wert, die zweite Apharese zu haben. Jetzt ist natürlich, weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass oft eine Apharese ist schon super, aber zwei ist eben super hoch 2. Das ist dann nicht super plus super, sondern super hoch 2. Es geht dann exponentiell der Gewinn hoch und meistens ist es so, dass die Leute letztlich, wenn sie wissen, was sie bekommen an Zukunft dadurch, das ist sozusagen ein Preis, oder den wir bezahlen für eine bessere Zukunft. Wenn die Leute es wirklich verstehen, dann ist die Apharese eigentlich nicht teuer. Mhm. Und würdest du jedes Mal, wenn der Patient kommt, für 2-mal Apharesen dann plädieren, oder sagst du dann die Anschlussapharesen nur einmal? Das kann ich so nicht beantworten. Ist auf jeden Fall, wenn der Patient symptomatisch ist. Das heißt, jemand hat Gedächtnisverlust oder hat chronische Müdigkeit oder hat Muskelschwund oder hat eine chronische Erkrankung mit Namen, dann auf jeden Fall 2-mal. Ja, aber wenn ein Patient sich super und gut fühlt und in der ganzen Kraft ist, dann einmal. Einmal wirklich als prophylaktisch, aber wenn Notwendigkeit ist, wirklich therapeutisch Fortschritte zu machen, dann auf jeden Fall 2-mal. Mhm. Jetzt muss ich auch noch als Laie noch was fragen. Also jedes Jahr einmal präventiv eine Inosphorese zu machen, also das Blut zu waschen, macht dann nicht Sinn. Oder auch Sinn, oder? Das macht auf jeden Fall Sinn. Also man kann den Effekt von einer Inosphorese auch bei der Einmalbehandlung noch verstärken, indem man direkt vorher massiv Sport treibt. Also wir machen es dann so, dass wir die Leute auf so einen Fahrradergometer setzen, wo der Patient so ins Schwitzen kommen muss,
wo einfach viel mobilisiert wird an diesen Schadstoffen, die dann übers Blut abgeholt werden können. Ja, also da gibt es nachher Tricks, wie man wenn man eine einmalige Apherese macht, wie man das optimieren kann wir können auch Ultraschall verwenden, da habe ich eine Arbeit veröffentlicht, dass wir die kritischen Gegenden, wo der Patient krank ist, Leber, Niere, Herz, mit Ultraschall beschallen, sogar während der Inuspherese, um hier die Gifte auszutreiben, aus den Organen ins Blut zu treiben. Und das ist something, wo ich auch gern mit euch irgendwann mal zusammenarbeiten würde, mit der Frau Dr. Wiechert, um diese Teile zu entwickeln. Ne? Weil da haben wir wirklich viel Erfahrung. Das habe ich auch veröffentlicht in einer guten Zeitschrift, American Journal of Immunology, dass wir das Ultraschall in diesem Zusammenhang unheimlich wertvoll sein kann. Ja, dass der Patient kann genau die gleiche Inuspherese haben, aber da gibt es Fenster am Kopf, wo man das ganze Gehirn beschallen kann. Und es gibt natürlich Wege, wie man das Herz und die Lunge und die Niere beschallen kann oder die Gegenden, wenn der Patient Prostata-Probleme hat, die Prostata beschallt und dann Giftstoffe in Bewegung setzt, die dann mit dieser Apherese, auch wenn es nur einmal gemacht wird, vermehrt rauskommen. Ja, und Ultraschall tut nicht weh, kostet nichts extra und ist ein fantastischer Weg. Also da gibt es dann nachher viele Möglichkeiten, oder? Die Apherese ist ja noch jung, ist eine fantastische Technik, was die Technik selber schon macht. Und jetzt zusätzlich noch Dinge drumherum zu bauen oder einzubauen, die das Ganze noch verstärken. Also diese Vibrationsplatte haben wir früher immer benutzt bei der Apherese, dass die Leute auf so einer Vibrationsplatte sitzen, während sie diese Infusionen bekommen. Da gibt es viele Möglichkeiten noch, das zu optimieren, aber im Moment ist es ja schon fantastisch als Methode und als Einzelmethode mit Sicherheit eine der effektivsten und stärksten medizinischen Heilmethoden. Ich hatte mal einen Arzt hier, der hat mir mal was gesagt, das möchte ich gerne gleich von dir verifiziert haben. Der hat mir mal gesagt, das tägliche Gift, das wir kriegen, könnten wir über eine gewisse Einnahme von Makroalgen täglich kompensieren. Ja, naja, ich bin ja eigentlich der Pionier, was das angeht. Also wir benutzen vor allen Dingen die Alge Chlorella, das ist eine Süßwasseralge, aber wir benutzen auch braune Algen aus dem Meer. Algen haben zwei Anteile. Die haben Membranen, die können große Mengen an Gift binden. Das heißt, wenn die durch den Darm durchgehen, extrahieren die aus unseren Darmbakterien und von der Darmwand her und auch aus dem Blut ziehen die Giftanteile raus über die Darmwand, die dann entfernt werden auf dem Weg. Und dann ein anderer Teil von den Algen sind Teile, die absorbiert werden. Da ist Alpha-Liponsäure drin, da ist Glutathion drin, da ist Methylvitamin B12 drin und Stoffe, die wir brauchen, um intrazellulär die Entgiftungsenzyme, die wir in den Zellen haben, anzuregen. Das heißt, Algen sind super, aber Algen können nicht alles, oder? Und jede Alge ist ein bisschen anders, was sie bindet und was sie nicht bindet. Und letztlich ist es so, dass heute für jede 10 Gifte, für jede 10 Giftanteile, die wir aufnehmen, oder, geht es darum, wie schaffen wir es, dass wir 11 entgiften, oder? Ja, Sobald wir diese Ratio richtig haben, werden wir jeden Tag ein klein bisschen gesünder. Wenn wir aber für jede 10 Giftanteile, die wir einnehmen, nur 9 entgiften, werden wir jeden Tag kränker. Und diese Ratio beizubehalten wird immer schwieriger. Und von daher sind Systeme wie die Apherese, die Inuspherese, sind fantastisch, um einfach mal einen Riesenteil abzubauen, um wieder die Ratio wieder richtig hinzukriegen. Ich bin beeindruckt. Hast du noch eine Frage? Nee, für mich ist es auch wirklich eines der stärksten Entgiftungsverfahren, die wir haben. Und du sagst, du machst es einmal im Jahr, aber du sitzt auch nicht an der Quelle. Ich mache es 3-mal im Jahr und ich bin 35. Also es ist mir wichtig, ne, heute Prävention zu betreiben, auch wenn ich eine gesunde Lebensweise habe. Das vielleicht noch so abschließend. Ja, dann möchte ich mich herzlich bedanken. Hast du noch einen Wunsch, lieber Dietrich?
Nein, ich möchte nur sagen, ich kenne ja die Apharese ist jetzt fast 10 Jahre und schicke regelmäßig meine Leute dorthin. Und es ist fantastisch als Zusatzmethode. Man kann die Methode auch anwenden für ganz, ganz ernste Erkrankungen. Dann muss es allerdings öfter gemacht werden, sogar bis einmal die Woche, zweimal die Woche. So beim Morbus Parkinson haben wir Fälle gehabt, wo wir wirklich, der Patient ist dann in die Nähe gezogen, nach Niederbayern in dem Fall, und hat dann einmal die Woche die Apharese gekriegt oder sogar zweimal die Woche für 3-4 Monate. Und dann kam der große Durchbruch, oder? Wo die Krankheit plötzlich verschwand. Ähnlich bei der ALS-Erkrankung oder wo heute noch fast jeder Patient dran stirbt. Da haben wir erste tolle Erfolge gesehen, wenn das intensiv gemacht wird. Dann gibt es Einschränkungen oder der Patient braucht relativ gute Venen dafür oder es gibt dann die Schwierigkeiten für die Krankenschwester oder für die Leute, die die Apharese wirklich machen. Gibt es praktische Limitationen, wo es möglich ist und wann es nicht möglich ist. Aber ich glaube, die Möglichkeiten sind noch gar nicht wirklich erkannt und ausgeschöpft, was man mit dieser tollen Methode alles kann. Und da vertraue ich natürlich drauf, dass Petra als Mitpionier von der Methode jetzt, dass ihr sicher vieles entdecken werdet, was bis jetzt noch gar nicht bekannt ist, oder? Total. Und auch nur mal zu sagen, auch Menschen mit nicht so guten Venenverhältnissen, wir können ja einen Leistenkatheter legen. Also auch die haben die Möglichkeit, dann eine Apharese zu erhalten. Klasse. Ach, das habt ihr meine Frau gemacht, hä? Genau. Das ging nicht anders, ja. Hast du gemacht? Ja. Ach so. Und es ist klasse, dass ihr das beherrscht. Ja, das ist ja, ich kenne Leute in den USA, die Apharese machen, wo niemand da ist, der den Leistenzugang schafft. Und das ist natürlich fantastisch, wenn ihr das habt. Da ist natürlich öffnet sich nochmal ein ganz anderes Feld, weil die meisten chronisch kranken Leute haben keine guten Venen. Klar, und das ist natürlich auch, wenn du sagst Vibrationsplatte, mit dem Leistenkatheter ist das alles viel mehr möglich, den Patienten in die Bewegung auch zu bringen, als mit diesen 2 Stahlnadeln, ne? Ja, klasse. Alles gut. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass ich zum Lago Maggiore komme. Oder an den Südrand der Alpen. So ist es. Es liegt schon lange an, dass ich die Petra mal besuche oder jetzt ja euch beide. Oder? Schön. Und da freue ich mich auch drauf. Sobald jetzt das mit dem Reisen wieder ein bisschen aufgeht, das war ja schlimm jetzt in den letzten 1,5 Jahren, oder? Jedes Mal, wenn ich nach England zurückkomme, wo meine Kinder aufwachsen und wo meine Partnerin, die Daniela ist, oder ist immer 2 Wochen Quarantäne, 2 Wochen Hausarrest, oder? Mit täglichen Besuchen von der Polizei, um zu gucken, ob ich wirklich hier bin. Und es ist, von daher ist das Reisen ein bisschen, schwerer geworden einfach, oder? Durch diese Beschränkungen. Aber es ist jetzt, hoffen wir, dass es ein bisschen, diese ganze Verrücktheit, dass die ein bisschen vernünftiger wird. Ich möchte gerne ins Abschlusszitat reingehen. Du hast in einem fallen Satz noch gesagt, es wird sich noch zeigen, für was die Inosphärese noch alles gut sein wird. Wenn ich das nur umgekehrt anschaue, dann ist es fast traurig zu sehen, dass eigentlich belastende Stoffe die Umwelt und uns alle so belasten, dass wir eigentlich das Glück in der Inosphärese suchen müssen und dass wir eigentlich alle gar keinen Fokus auf diese Belastungsherde haben, die, weiß Gott, aus kommerziellen Dingen oder weiß Gott was alles uns einfach uns ausgesetzt wird, uns Menschen dem Leben ausgesetzt sind, einfach nur irgendwo, ich sage jetzt mal, dem Profit willen, egal ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, oder aus Fahrlässigkeit oder aus Ignoranz, ich weiß doch auch nicht. Aber es ist ja traurig, dass die Wissenschaft wie ihr beide solche Wege beschreiten müsst, um den Menschen einfach noch zu helfen. Das tut mir echt leid, aber trotzdem, dir, liebe Friederike, herzlichen Dank und besonders dir, lieber Dietrich, du als Wissenschaftler, dass du so unzählige Therapeuten und Ärzte immer wieder ausbildest, weiterbildest, weiter forscht und nicht aufgibst, nicht unermüdlich weitermachst, auch wenn du von allen Seiten beschossen wirst. Großen Respekt, ich glaube, von allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bin ich mir ganz sicher, du genießt und du hast es verdient, ein ganz großer Arzt zu sein und von uns höchsten Respekt zu kriegen. Liebe Dietrich, ich wünsche dir für die Zukunft von ganzem Herzen alles Gute
Und ich hoffe, du kommst diese Inosphäresen dann genießen in der Schweiz. Du wurdest ja eingeladen noch von der Swiss Mountain Clinic und dann hoffe ich, dass wir uns auch mal endlich nicht nur per Zoom sehen, gell? Danke euch. Ja, gerne. Und Friederike, Gruß an die Petra. Das mache ich. Ja? Tschüss. Danke ihr und tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute. Danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.